Aufgrund der Kündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch US-Präsident Trump machen sich viele Experten ernsthafte Sorgen. Angst herrscht vor einem Krieg im Nahen Osten, ebenso wie vor der direkten Konfrontation zwischen den USA und Russland. Warum eigentlich? Es geht doch um den Iran. Hallo zu Russland direkt. Seit Anfang 2016 gilt ein Abkommen zwischen der USA, der EU und dem Iran. Der Iran verpflichtete sich, keine Atomwaffen zu bauen, dafür hob der Westen harte anti-iranische Sanktionen auf. Seitdem ist im Nahen Osten viel passiert. Im syrischen Krieg entstand ein Bündnis zwischen Russland und dem Iran, die beide Assen gegen islamistische Rebellen stützen wollen. In den USA wurde Donald Trump zum Präsidenten gewählt. Die anfängliche Hoffnung auf einen versöhnlicheren Russlandkurs unter seiner Regierung hat sich nicht erfüllt. Gegenüber dem Iran befürwortete Trump schon immer einen noch härteren Kurs als sein Vorgänger Obama. Der Schritt mit der Kündigung des Atomabkommens überraschte dennoch viele, denn der Iran hatte sich nach Auskunft der UNO bisher an den Atomdeal gehalten. Die Kündigung ging einher mit neuen massiven anti-iranischen Sanktionen, einem kompletten Abbruch der Wirtschaftsbeziehungen. Diesen soll nun auch Europa folgen. Andernfalls ist das USA-Geschäft der betreffenden Firmen in Gefahr. Der einzige Applaus für Trumps Schritt erklang dabei aus Israel, das man als den traditionellen regionalen Feind des Irans im Nahen Osten bezeichnen muss, mit einer langen Geschichte gegenseitiger Konflikte. Gegenüber Israel verhielt sich Trump bereits vor der Kündigung des Abkommens sehr freundlich. Schritte seiner Unterstützung Israel provozierten jedoch den arabischen Raum. Er verlegte beispielsweise die US-Botschaft in Israel nach Jerusalem, obwohl der Status der Stadt mit den Palästinensern, Freunde des Irans, umstritten ist. Israel ist die Anwesenheit iranischer Soldaten im Nachbarland Syrien ein Dorn im Auge. Da es mehrfach in seiner Geschichte mit Waffengewalt gegen arabische Nachbarn kämpfte, ist die Hemmschwelle zum Einsatz von Militär hier nicht hoch. Auf militärische Folgen von Trumps Entscheidung musste man deswegen nicht lange warten. Nach einem Raketenangriff auf die Golanhöhen, für die Israel den Iran verantwortlich machte, griff Israel in Syrien iranische Truppen aus der Luft an. Sollten nun weitere militärische Schritte erfolgen, droht vor Ort wirklich eine große Eskalation. Denn natürlich ist nicht nur der Iran da, sondern auch Russland mit Truppen in Syrien als dessen Verbündete, sowie die USA an der Seite Israels. Je umfangreicher die militärischen Auseinandersetzungen werden, desto wahrscheinlicher wird Russland direkt einbezogen. Auch im Fadenkreuz restriktive US-Sanktionen stand Russland bereits wenige Tage nach dem Vertragsrückzug. Am 10. Mai wurden zahlreiche neue US-Sanktionen, unter anderem gegen russische Truppeneinheiten, verkündet. Jetzt mit dem Vorwurf, dem Iran bei der Entwicklung ballistischer Raketen zu helfen. Einige dieser Raketen wurden laut der russischen Zeitung Kommersant etwa gegen die Marschflugköpfe eingesetzt, die erst vor wenigen Wochen Syrien beschossen hatten. Doch warum sollte die USA eine Spirale eines sich verschärfenden Konflikts in Gang setzen, direkt gegen Russland gerichtet? Natürlich sind die USA und Russland im Nahen Osten strategische Gegner mit sich bekämpfenden Verbündeten, aber die Gegnerschaft wird ja nicht direkt ausgetragen. Der deutsche Journalist Ernst Wolf geht in einem Artikel der Online-Zeitung Telepolis davon aus. Sofort nach der Kündigung des Atomabkommens stieg der Ölpreis auf den höchsten Stand seit 2014 und im Falle einer militärischen Auseinandersetzung des Iran würde er nochmals stark ansteigen, um bis zu 50% vom aktuell gestiegenen Marktpreis. Die USA wiederum produziert Öl durch kostenaufwendiges Fracking, ein Verfahren, das sich wirtschaftlich nur bei einem hohen Ölpreis lohnt, also im Falle eines militärischen Konfliktes mit dem Iran am meisten. Mit dem Frackingöl drängt die USA auch auf den europäischen Markt, in direkter Konkurrenz zu Russland. Deshalb sieht Wolf in der Tat die Gefahr eines noch über den Nahen Osten hinausgehenden militärischen Konflikts, in den dann auch Russland einbezogen wäre und der von massiven inneramerikanischen Problemen ablenken würde. Hingegen hat aber, was Wolf nicht erwähnt, Russland kein Interesse an einer derartigen Eskalation in Nahost. Beim aktuellen Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu in Moskau waren viele Beobachter überzeugt, dass es genau um eine Vermeidung einer solchen ging und Putin sich deshalb ausgiebig mit der israelischen Spitze absprach. Russland steckt hier notfalls sogar zurück und setzt seine modernen Abwehrsysteme in Syrien nur ein, wenn russische Einrichtungen direkt angegriffen werden. Nicht zum Schutze der Syrer vor einigen Wochen und auch nicht zum Schutze der Iran aktuell.
obwohl das russische Ansehen als Verbündete leidet, wenn im Ernstfall nur die eigenen Anlagen geschützt werden. Selbst in Westeuropa unterstellt man Russland im Nahostkonflikt nicht Öl ins Feuer gießen zu wollen. Die Tagesschau spricht in einem Beitrag davon, dass die EU nun zur Deeskalation engeren Kontakt zu Moskau sucht, wie der deutsche Außenminister Maas in Moskau. Dieser war in der Vergangenheit eher weniger durch besonders versöhnliche Worte in Richtung Russland aufgefallen, scheint aber nun wirklich auf eine Mission zur gegenseitigen Annäherung gewesen zu sein. Auch Kanzlerin Merkel telefonierte aus dem gleichen Grund vor kurzem mit Präsident Putin: Sorge um die Lage in Nahost. Es ist offensichtlich, Russland hat deswegen an einer Eskalation kein Interesse, weil die eigenen Interessen gut ohne eine solche laufen, wie der Syrienkrieg. Assad könnte ihn im Bund mit dem Iran und Russland mittelfristig gewinnen, wenn nicht von außen noch eine andere Macht wie die Türkei oder eben die USA massiv eingreift. Der Iran braucht aus russischer Sicht ebenfalls Stabilität und keine Militärschläge. Russlands Konzern Lukoil ist dort aktiv in der Ölförderung. Also muss ein Militäreinsatz verhindert werden, im ureigensten Interesse Russlands, das sich deswegen wohl nicht auf Eskalationsspiralen einlassen wird. So zeugt alles davon, dass es noch keine akute Kriegsgefahr besteht, die über den Nahen Osten hinausgeht. Denn dazu gehören mehrere, die die Eskalation mitmachen. Ohne eine militärische Eskalation hat die aktuelle Lage für Russland weitere Vorteile. Neben mehr Profit durch den gestiegenen Ölpreis ist nun erstmals die Einheitsfront zwischen Europa und den USA gegen die russische Politik aufgebrochen. China steht beim Iran-Konflikt ebenfalls eng an der russischen Seite und befindet sich im Handelskrieg mit den USA. Warum sollte man sich davon Trump provozieren lassen? Leider haben aber auch äußerst schnelle Eskalationen der letzten Monate mit militärischen Komponenten gezeigt, dass sich das sehr schnell ändern kann. Wir werden deshalb im Rahmen von Russland direkt die explosive Lage in der internationalen Politik weiter genau beobachten. Deswegen schaut in diesen explosiven Zeiten sonntags mein Magazin Russland direkt, wo ich euch direkt informiere, was in der Welt passiert. Weitere Folgen gibt es unter dem jetzt eingeblendeten Link. Abonniert uns für aktuelle Russland-News.